Martina, die neuen Profile sind da. Schon wieder neue Profile? Ja, Für was sicher. denn? Für unsere neue Franzer Campervan-Box. Eine neue? Ja. Das hast du mir ja noch gar nicht erzählt. Ja, jetzt weißt du es ja. Oh, da sind wir schon wieder. Ja, ein paar Monate später und die neue Box steht schon drin. Warum wollen wir eine neue Box? Die neue Box hat für uns auf jeden Fall den Vorteil gehabt, dass die aus 2 Teilen besteht und modular zum Ein- und Ausbauen. Wir haben statt der alten 40er Profile 30er genommen. Und zwar auch nicht mehr von Item, sondern von Bosch. Die sind schwarz lackiert und sehen besser aus und sind viel leichter. Ja, das waren eigentlich die Hauptgründe. Und wie wir da vorgegangen sind, das zeigen wir euch jetzt. Wir haben 2 Platten, mit denen verbinden wir dann die beiden Konstruktionen, die beiden Boxen. Wir haben 4 Eckwinkel, mit denen werden die beiden Boxen dann bei uns im Boden im T5 festgeschraubt. Wir haben 20 Automatikverbinder, die halten die Aluprofile aneinander an den Stellen, wo keine Würfelverbinder sind. Von den Würfelverbindern haben wir insgesamt 8 Stück. Die sind nur an den Ecken und halten die Alukonstruktion zusammen. Seit unserem letzten Campervan-Ausbau-Video werden wir häufig gefragt, wie das denn geht mit den Aluprofilen, wie man die verbinden kann und was für Werkzeug man braucht. Das mit Abstand wichtigste Werkzeug sind gute Innensechskantschlüssel. Ich verwende hier einen Innensechskant von Item. Der hat eine etwas längere und eine etwas kürzere Seite. Ich denke mal, die sind auch leicht versetzt. Wenn man mal mit der einen Seite nicht weiterkommt, dann kann man mit der anderen weiterdrehen. Der andere Innensechskant hat eine runde Spitze. Mit dem kann man auch sehr gut seitlich vordrehen. Ich mache das dann immer so, dass ich mit dem hier die Schrauben fast bis zum Ende drehe. Dann hat der nicht mehr die nötige Power durch die Rundung und ich nehme dann immer den hier, um das letzte bisschen reinzudrehen. Das zweitwichtigste Werkzeug für uns ist ein Gewindebohrer und ein Adapter für den Gewindebohrer. Es gibt ja fast keine Verbindung, wo man kein Gewinde bohren muss. Die einzigen Verbindungen ohne Gewinde funktionieren hier mit diesen Eckwinkeln.
Also, das war jetzt der Teil 1 unserer Franzek-Box. Genau, wir sind keine Ingenieure, wir haben viel gegoogelt, viel experimentiert. Das Video soll als Inspiration dienen, soll aber keine Garantie für irgendwas geben. Das gehört zum Vanlife ja dazu, sich selber schlau machen und die Verantwortung für seinen Ausbau trägt jeder selbst. Im zweiten Teil seht ihr, wie wir die Schwerlastauszüge einbauen, wie wir das Lattenrost einbauen und wie wir die ganze Camperbox im Auto befestigen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns auf jeden Fall über einen Daumen nach oben. Wenn ihr den zweiten Teil nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch am besten. Also tschüss und bis zum nächsten Mal. So viel Arbeit.